So, bald ist der Valentinstag. Lass uns schnell etwas Besonderes und ganz Einfaches machen. Nein, keine Papierkarte. Das ist ziemlich banal. Wir machen einen Herzmagneten aus alten Zeitungen. So ein Geschenk eignet sich perfekt für die Liebsten, oder? Naja, für dich selbst, den Lieblingsmenschen. Wir brauchen nur zwischen 9 und 15 Zeitungsröhrchen, die wir aus ganz normalen Zeitungen drehen. Schneide die Zeitung in Streifen und wickle jedes Blatt Papier auf eine dünne Stricknadel. Wiederhole das, bis du den Dreh raus hast. Fertig? Übrigens, die Röhrchen kannst du gleich färben oder so lassen, wie sie sind. Lass dein Herz entscheiden. Mein Herz hat mir gesagt, ich soll die Reste der gefärbten Röhrchen verwenden. Ich habe sie schließlich nicht umsonst letztes Jahr gefärbt. Übrigens, ein kleiner Tipp. In der Beschreibung zu diesem Video findest du Links zu meinen ausführlichen Tutorials. Wenn du alle Details und Geheimnisse erfahren möchtest, wie man die Röhrchen richtig rollt, wie man sie färbt, welche Fehler man vermeiden sollte und warum man die Röhrchen zum Beispiel in Wasser einweichen sollte, schau in die Beschreibung. So, genug der Vorrede, lass uns ein geflochtenes Valentinsgeschenk machen. Für unser Herzchen brauchen wir Zeitungsröhrchen, eine Schere, Universalkleber, dünnen Draht und eine kleine Papierklammer. Der Magnet ist optional. Übrigens, wenn du einen alten Kühlschrankmagneten oder eine alte Tasche mit Magnetverschlüssen hast, kannst du die ruhig verwenden. Recycling ist unser Ding. Nimm ein Zeitungsröhrchen und stecke den dünnen Draht hinein. Schneide die Enden des Röhrchens sofort schräg ab. So lässt sich der Draht leichter einführen und du musst es später nicht mehr machen. Warum Draht? Damit das Röhrchen stabil wird und jede Form halten kann, die wir wollen. Jetzt falte dieses Röhrchen in der Mitte und forme ein Herz. Um die Ohren des Herzens gleichmäßig zu machen, kannst du das Röhrchen um einen zylindrischen Gegenstand wickeln. Zum Beispiel um den Klebestift, mit dem wir die Röhrchen geklebt haben, als wir sie gedreht haben. Fixiere unser Herzchen sofort mit der Papierklammer. Also, schnapp dir 6 bis 8 Röhrchen und mach einen kleinen Klecks Kleber auf die breite Spitze von jedem Röhrchen. Die werden wir bald brauchen. Kommen wir zurück zu unserem Herzchen. Jetzt brauchen wir die Röhrchen, mit denen wir flechten wollen. Siehst du diese beiden Enden? Lass uns die Länge dieser Röhrchen verlängern. Den scharfen, dünnen Teil stecken wir in die breite Spitze eines anderen Röhrchens, wo schon ein Klecks Kleber ist. So machen wir es jedes Mal, wenn ein Röhrchen zu kurz wird. Ich nenne das die Verlängerung. Bist du bereit, weiterzumachen? Dreh das Herz so, dass die langen Zeitungsröhrchen unter dem Röhrchen mit dem Draht liegen. Jetzt schau mal, wie einfach wir unser Herz umwickeln werden. Zuerst mit einem Röhrchen, dann mit dem anderen. Einfach abwechselnd. Du kannst es so umwickeln, wie ich es zeige. Mit ein wenig Abstand zwischen den Windungen. Oder du kannst jede Windung dicht an dicht legen. Ich habe 2 Varianten gemacht und am Ende des Videos zeige ich dir, wie das Herz aussieht, wenn die Windungen dicht beieinander liegen. Sobald du ein paar Windungen gemacht hast, nimm die Papierklammer weg. Die brauchen wir nicht mehr. Und wenn das Röhrchen kurz wird, verlängern wir es einfach, wie wir es vorher gemacht haben. Mach weiter, bis du das ganze Herz gefüllt hast.
Okay, was kommt als nächstes? Schau mal, es ist Zeit, die Ohren des Herzens zu umwickeln. Mit einem Röhrchen wickeln wir ein Ohr. Nur ein paar Windungen und fertig. Verstecke das Ende des Röhrchens im Inneren des Herzens oder stecke es durch das nächste Loch, so wie ich. Das zweite Ohr wickeln wir genauso. Die herausstehenden Enden schneiden wir bündig ab und fixieren sie mit einem Kleber, damit nichts aufgeht. So, das Herz ist fertig. Dieses Herz erinnert mich an ein süßes Waffelherz. Echt niedlich geworden. Ach ja, so sieht das Herz aus, wenn die Windungen dicht aneinander liegen. Auch eine interessante Variante. Aber das Waffelherz gefällt mir besser. Und welches gefällt dir mehr? Schreib es in die Kommentare. Also, schau, du kannst entweder einen Magneten auf das Herz kleben, einen Faden durchziehen oder es so lassen, wie es ist. Ich bin kreativ geworden und habe es ein wenig mit goldener Farbe bemalt. Dann habe ich den Magneten mit Heißkleber befestigt. Und das war's. Die Herzen sind fertig. So ein schneller und einfacher, selbstgemachter Geschenk wird die Liebsten sicher erfreuen. Oh, übrigens, ich habe auch andere geflochtene Herzen. Schau dir die Playlist Dekor zum Valentinstag an und wähle das, was dir am besten gefällt. Alle Herzen sind schnell und einfach gemacht, aber diese sind einfach die Champions in Sachen Einfachheit und Geschwindigkeit. Also, meine Lieben, kreiert mit Liebe in eurem Herzen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!